Guck dir das an. Hallo meine Freunde, heute zeige ich euch Alanya ein bisschen von oben, wie das aussieht, das Ganze. Und ich zeige euch jetzt erstmal aber den Hausflur, weil der sieht auch anders aus als in Deutschland. Hier geht's runter und guck mal, wer da ist. Da ist Jesse, unser Straßenhund. Dem ist zu heiß draußen oder ihr und deswegen ist sie hier drinne. Das ist ein Fahrstuhl, obwohl es nur 3 Etagen gibt. Und das ist Jesse, so ein feiner Jesse. Ja, und so sieht es dann hier aus. Dann kommt man hier einfach raus und hat dann hier beste Aussicht. Yeah. Aber jetzt geht es erstmal auf den Roller. Ja, Sicherheit geht vor, Leute. Dementsprechend hier immer schön Schädelschutz. Und jetzt reiten wir los.
Okay, eine wilde Fahrt geht zu Ende. Zwischenstopp. Jetzt drehe ich gleich die Kamera und ihr könnt euch anschauen, wie Alanya von oben aussieht. Wir stehen jetzt hier an der obersten Spitze quasi von Chipakle und ich kann von hier aus unser Wohnhaus sogar sehen und ja, das Alanya Sport Stadium ist auch um die Ecke. Also es ist wirklich schon beeindruckend und ihr seht im Hintergrund, wird fleißig gebaut, das ist richtig krass. 3 Gebäude stehen hier. Ich habe vor einem Jahr hier mal ein Video gemacht, vielleicht hast du es gesehen, da stand dieses Gebäude noch gar nicht. Ich dachte, hier kommt ein Pool hin. Naja, falsch gedacht. Okay, also, wir drehen die Kamera, let's go. Guck dir das mal an. Ey, ganz ehrlich, ne, wie sieht denn das hier aus? Brutal. Neubau, Beton, Beton, überall Beton. Betonwüste würden viele sagen. Da oben ist, also in der Verlängerung ist Kargijak. Und das hier ist unser Schulberg, habe ich ihn immer genannt. Also das ist schon krass. Von da hinten bin ich gekommen. Und da vorne irgendwo ist dann auch das Alanya Sport Stadion. Also es sieht schon krass aus, oder? Was sagst du dazu? Schreib gerne mal rein, was du dazu sagst. Jetzt gerade in der Mitte ungefähr ist die Waldorfschule oder zukünftige ÖHEP. Also es ist schon heftig. Und dann natürlich hier Alanya Ober komplett. In der Verlängerung am Horizont und das Mittelmeer natürlich. Das sieht jetzt sehr weit aus, sehr weit die Distanz ist es aber gar nicht. Mit dem Roller von hier ca. 10 Minuten. Also es ist wirklich keine Distanz. Ja, und hier unten haben quasi, denke ich mal, die Bauarbeiter jetzt hier ihr Wochenende, verbringen sie hier und dann geht es am Montag wahrscheinlich wieder weiter. Oder vielleicht auch morgen schon. Die arbeiten oft Tag und Nacht durch hier. Den Weg, den ich gerade übrigens gefahren bin, das ist natürlich kein besonders schöner Weg gewesen. Du kannst auch anders hierher hochfahren, aber ich wollte euch nochmal tiefe Einblicke zeigen, wie es in anderen Stadtteilen bzw. auch in anderen Regionen von Alanya natürlich auch noch aussieht. Jetzt fahren wir erstmal weiter und dementsprechend bleibt dran. Guck dir das an. Hier sieht man es nochmal besser. Bin sehr gespannt auf deine Meinung, was du dazu sagst. Diejenigen, die Alanya von ganz früher kennen, die sind wahrscheinlich geschockt. Auch diese Gebäude, die du hier jetzt siehst, die waren vor 1,5 Jahren waren sie einfach nicht hier. Brutal. Und guck dir das mal an. Überall wird hier gebaut. Das ist echt krass. Ist das in Deutschland auch so, dass überall gebaut wird? Als ich letztes Mal in Hamburg war im April, auch überall Baustellen, aber meistens auf der Straße. Ist mir doch völlig egal, wie ich aussehe. Hauptsache, der General ist geschützt hier oben. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt so viele Unfälle hier und mit einem Rippenbruch, mit blauen Flecken kommst du davon, aber wenn irgendwas am Schädel ist, ganz gefährlich. Haben immer Safety First im Straßenverkehr, Augen auf, ganz wichtig. Jetzt aber nochmal weiter zum Video natürlich. Ich habe vor einem Jahr ungefähr ein Video gemacht, ich werde es am Ende des Videos verlinken und stand auch hier an dieser Stelle ungefähr und ihr könnt ihr mal selber vergleichen. Ja, wir haben jetzt den optimalen Blick Richtung Ober-Chipakle Alanya Sport Stadion. Also, let's go. Das ist Alanya. Die Rückseite von Alanya. Von da oben bin ich dann gekommen. Hier könnt ihr es sehen. Die ganzen Gebäude. Viel Rohbau noch, beziehungsweise Fertigstellung. Das sieht jetzt natürlich aus. Ja, es ist halt eine Stadt. Es ist einfach eine Stadt geworden. Und da vorne, ich zoome ran, ist das Alanya Sport Stadion. Also, das ist schon krass. Teilt gerne dieses Video weiter an diejenigen, die Alanya lange nicht gesehen haben, beziehungsweise auch planen, vielleicht hierher zu kommen, zum Urlaub machen. Wobei das Touristen natürlich nie sehen, so eine Location. Hier zum Beispiel
im Hintergrund jetzt, oder im Vordergrund, ist eine Riesensiete, Another World heißt das. Da waren Bekannte von uns auch drin, bevor sie dann Eigentum hier gekauft haben, damals vor ein paar Jahren. Ja, so ist das. Die haben natürlich eine Riesensiete mit Möglichkeiten Pool, Indoor-Pool, Fitness und mehr. Und hier geht es dann weiter Richtung Kerstel, Mamutla und Kargijak auf dieser Straße. Also weiter geht's. Wir sind jetzt auf Anfahrt nach Bektaş und Tepe. Das ist eine der beliebtesten und auch teuersten Gegenden. Hier ist die Burg von oben. Wir fahren aber noch mal weiter. Aber ich will euch hier zeigen schon mal, wie das aussieht. Und es gibt Aufnahmen von vor 50 Jahren. Ey, das ist Welten. Da waren vereinzelt Häuser hier. Da wollen wir gleich hoch. Aber sieht schon schick aus, oder? Hier mal als Zwischenstopp eine kleine Anekdote von mir hier, von dieser Villensiete. Denn ich war damals auf der Suche nach einer schönen Villa, beziehungsweise wir als Familie natürlich. Und dann wurde uns von privat das hier empfohlen, das haben wir angeschaut und der Verkäufer wollte 300.000 € haben für, das ist so eine Doppelhaushälfte quasi, ja, also 2 Familien sind das. Und ja, 300.000, aber das wäre hier vorne gewesen und da hätten wir keine schöne Aussicht gehabt, deswegen haben wir Nein gesagt. Aber was ich damit sagen will, ganz krass, wir haben Wochen später gehört, 300.000 von privat und genau daneben, selber Baustil, genau eigentlich so eine bekloppte Sicht, dieselbe Villa quasi für 370.000 € angeboten von einem Makler. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Eigentümer grob gleicher Meinung sind und sagen 300.000, könnte man davon ausgehen, dass der Makler 70.000 draufgeklatscht hat. Ist natürlich krass, zum selben Zeitpunkt, ja. Also das ist natürlich schon verrückt. Das heißt, Obacht, man muss wirklich, bevor man hier irgendwas kauft, einen Preisvergleich machen, überall sich unabhängig auch am besten andere Leute, andere Meinungen reinziehen und ja, wenn du natürlich Kontakte hast, Leute hast, die du natürlich kennst etc., dann ist das immer gut, das ist ganz klar. Okay, am Ziel angekommen, nicht ganz oben, weil mit meinem Cappuccino ist relativ schwer da hochzufahren, aber wir sind jetzt hier, da war ich schon echt lange nicht mehr, Terrasscafé, wahrscheinlich kennt das der ein oder andere. Aber was ich euch jetzt zeigen will, ist natürlich die Aussicht von oben, die viele noch nicht kennen und deswegen zeige ich euch das mal. Aber es ist natürlich schon krass. Und es geht ja noch weiter hoch. Ja, also es ist Halbzeit hier vielleicht. Also das ist der alte Hafen. Das sieht schon ganz cool aus. Aber die Gebäude, es ist halt, wenn man die alten Zeiten kennt, also für die einheimische Bevölkerung, die Oma, Opas, brutale Zeiten, Mann, brutal. Alles vollgebaut. Aber wie gesagt, das ist das Leben einer Stadt. So ist das. Hier nochmal schönen Sonnenuntergang demnächst. Also, das ist schon cool. Und dementsprechend, schreib gerne mal rein, ob du schon mal hier warst. Daumen nach oben da lassen, nicht vergessen. Hab mir jetzt einen abgekämpft, hier hochzukommen für dich, damit du eine ganz tolle Aussicht hast. Ich drehe gleich nochmal die Kamera, keine Sorge. Schreib schon mal rein, ob du hier essen warst, ob du noch weiter oben warst, ob du dir vorstellen kannst, hier zu leben oder Ferienwohnung zu haben. Machen ja auch viele und das ist schon heftig. Ist schon cool, irgendwie hier zu sein. Ich versuche ein bisschen Schatten zu spenden. Also selbst auf den Bergen quasi. Und es geht ja noch hier weiter. Guck mal, ich drehe mal hier hin. Es geht ja noch viel weiter hoch. Ja. Wir haben uns sogar ganz da oben mal eine Villa angeschaut. Ich glaube, der ein oder andere YouTuber ist auch hier am Start. Also das ist schon heftig. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Hier oben ist natürlich Kleopatra Beach, also hier vorne. Da kommt jetzt auch ein Schiff angedüst. Zack. Mega. Also, falls dir das Video gefallen hat,
lass einen Daumen nach oben da, lass ein kostenloses Abo da, teile den Kanal gerne natürlich mit deinen Freunden und Familie. Und wenn du es noch nicht getan hast, darfst du auch ein kostenloses Abo da lassen. Ich freue mich drauf, auch wenn du die anderen Videos anschaust, denn es gibt ja brisante Themen hier, kannst du alles bei mir abchecken auf diesem Kanal. Und ich freue mich, dich beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Dementsprechend beste Grüße aus Alanya.